Herzlich willkommen bei deinem Podcast für mehr Leichtigkeit, Freude und Fülle in deinem Leben. Herzlich willkommen bei meiner Podcast-Folge zu Kinflex. Ich möchte euch die Geschichte erzählen. Ich kann mich noch genau erinnern. Ich sitze auf meinem Sofa, mein Mann am Esstisch mit meiner Tochter. Draußen war es schon dunkel und wir waren beide von der Arbeit sehr müde. Und ja, mein Mann versucht ihr Mathe zu erklären und sie weiß nicht, wie sie es umsetzen soll. Und das war nicht das erste Mal, dass es Probleme gibt beim Hausaufgaben machen. Also dieses Mal ist es aber besonders eskaliert. Also sie weint, schreit und steht auf und rennt davon. Und ich war total verwirrt, verzweifelt. Und es war für mich so der Moment, wo ich mir gedacht habe, da müssen wir was ändern. Das kann so nicht weitergehen. Ein zweiter Moment war, dass wir im Elterngespräch saßen. Die Lehrer sagten, trotz Kleingruppen, in denen sie schon in der Schule war, macht sie keine Fortschritte. Sie kann sich nicht konzentrieren. Und weil sie keine Fortschritte macht und wenn es so weitergeht, dann müssen wir die Lernziele anpassen. Und das wollte ich nicht. Ich habe zwar diverse Bücher gelesen über Homeschooling, Nunschooling, Worldschooling und alles Mögliche, aber ich wusste, für meine Tochter kommt es nicht in Frage. Sie will in der Klasse sein mit anderen. Und dann kam mir in den Sinn, dass ja frühkindliche Reflexbehandlung, also die Kinflex-Methode, eine Möglichkeit ist, von der mir eine Freundin erzählt hat, Iris Fanciulli. Vielen Dank dafür. Und ja, ich habe mich entschieden, die Ausbildung zu machen und habe dann direkt nach der Ausbildung in 2 Stunden die Reflexe bei ihr getestet, kinesiologisch und harmonisiert. Da waren irgendwie 14 von 19 Reflexen im Stress. Und ja, und ich habe vorher einen Schreibtest gemacht. Das könnt ihr auch mit euren Kindern machen, vor der ersten Kinflex-Sitzung. Schreibtest. Weil das Schreibbild verändert sich, die Schrift verändert sich oft nach Kinflex, wenn das Gehirn quasi rechte, linke Gehirnhälfte im Balance ist und die Reflexe nicht mehr so stressen. Und das war jetzt für mich super interessant, weil ich bin ja auch skeptisch und will mal wissen, wie kann das jetzt überhaupt hinhauen und funktionieren. Das ist bei vielen Methoden, die ich anwende, sehr magisch. Und ja, und dann hat sie vor Kinflex hat sie die Wörter falsch zusammengeschrieben und nach Kinflex hat sie die Wörter richtig auseinandergeschrieben. Nach Kinflex noch am gleichen Tag hatte sie plötzlich Interesse beim Lesen und sie hat von dem Tag an kein Theater mehr gemacht beim Hausaufgaben machen. Vorher war es wirklich ein Kampf, sie dazu zu bringen, dass sie Hausaufgaben macht, geschweige denn, dass sie es dann auch wirklich durchzieht. Sie hat noch Fragen gestellt, wenn sie Hausaufgaben machen sollte, aber sie hat es halt dann sehr schnell umsetzen können. Und ja, und das ist halt total Magic. Also man kann es einfach nur so begründen, dass die Reflexe, wenn sie stressen, wie eine Blockade machen. Und wenn man die aufhebt, dann ist die Blockade weg. Und dann in der Schule haben sie nach 3 Monaten Kinflex, haben sie gesagt, sie braucht die kleinen Gruppen nicht mehr. Und unsere Tochter, die wollte aber noch gerne in kleinen Gruppen bleiben, weil sie die Lehrerin so gern mochte. Und die Lehrerin war damit auch einverstanden. In der 3. Klasse hatte sie dann die Noten in den Hauptfächern gut und in den Nebenfächern die Note sehr gut. Und ja, und das ist für uns einfach ein mega, mega Geschenk. Und jetzt, wenn die Klassenlehrer mit uns sprechen, heißt es immer, sie kann sich super konzentrieren, sie arbeitet super mit und sie ist eine sehr gute Schülerin. Und es ist einfach so eine Erleichterung, weil es war so ein Kampf mit ihr und ich
Bin auch dankbar für die Erfahrung. Ich hätte sonst niemals die KinFlex-Ausbildung wahrscheinlich gemacht. Und für welche Kinder ist jetzt KinFlex geeignet? Also zum einen sind es Kinder, die zum Beispiel emotionale Dysbalancen haben. Zum Beispiel, sie haben Ängste, sie sind emotional schnell, ja, explodieren schnell. Sie sind vielleicht auch eher so introvertiert, manche haben ja eher das Thema, dass sie introvertiert sind und so diese Ich-Stärke nicht haben, dass sie eher untergehen. Und andere Symptome können sein, dass die Kinder nicht nur sich nicht konzentrieren können und Mühe haben mit Lesen, Schreiben, Rechnen, sondern dass sie vielleicht auch Schwierigkeiten haben, Autoritäten zu akzeptieren, die Grenzen setzen. Also ich kann mich an einen Jungen erinnern, der hatte Mühe, wenn man jetzt wenn er in der Pause war und dann gesagt wurde, jetzt ist die Pause vorbei, der Unterricht beginnt, bitte komm ins Klassenzimmer und dann ist er halt schon noch explodiert. Solche Sachen können auch ein Thema sein. Oder halt Bettnässen, dass die Kinder, obwohl sie schon 9 oder 8 Jahre alt sind, immer noch Bettnässen. Ja, und sind ganz verschiedene Bereiche, was super spannend ist. Bei Erwachsenen, wird ja auch für Erwachsene angewandt, ist es ähnlich. Also bei Erwachsenen sind halt auch Erwachsene, die sich schlecht konzentrieren können, die schnell in Stress verfallen, die ja Mühe haben, so mit der modernen Welt, mit den Reizen. Also ich hatte auch mal ein Kind, das hatte taktile Reize ganz schlecht vertragen von den Kleidern und es kam wirklich mit ganz weiten Hosen und T-Shirts in die Praxis und nach der Reflexbehandlung und ich arbeite ja auch mit Mikronährstoffen, weil die Kinder haben da auch ein Riesenthema, dass viele Nährstoffe fehlen und dafür mache ich Trockenbluttests und da war halt ein starker Omega-3-Mangel. Und wenn die Eltern dazu bereit sind, das auch mit anzuschauen, dann mache ich den Trockenbluttest und ja, und da haben halt auch die Kinder Riesenbaustellen. Auf jeden Fall habe ich da auch die Behandlung gemacht bei dem Kind, was so taktile Probleme hatte und das wollte nicht in den Kindergarten gehen und hat geschrien und getobt, weil die Mama, die hat halt verschiedene Kleidungsstücke rausgesucht und nichts war für das Kind erträglich auf der Haut. Selbst Unterwäsche nicht oder Socken und das ist natürlich mega Stress, gerade vom Kindergarten. Die haben oft ganz ähnliche Themen wie die Kinder und das ist halt wichtig, dass die Lehrer in ihrer Kraft sind. So viele Lehrer, die sind so an ihren Grenzen und das ist ein Riesenproblem. Weil wenn die Lehrer nicht in ihrer Kraft sind und schnell getriggert werden durch Geräusche, durch das, was sie so wahrnehmen im Raum, diese Unruhe überträgt sich ja dann noch mehr auf die Kinder und die Kinderunruhe noch mehr auf die Lehrer. Und deshalb, ja, ist es ein Riesenproblem, dass die Lehrer dann schon ja, oft gestresst in die Schule kommen, weil sie wissen, jetzt habe ich wieder die laute Klasse. Und da kann man natürlich auch unterschiedlich arbeiten, dass die Lehrer noch mehr die Bewegung reinbringen in die Klassen, Musik und dazu bewegen und vielleicht auch dynamische Übungen machen. Ich mache gerne Aus- und Kundalini-Yoga-Übungen, auch mit Kindern. Und ja, und dass die sich halt immer wieder abbauen, weil Stress, da gibt es ja verschiedene Mechanismen, wie man drauf reagieren kann. Entweder mit Erstarren, Kampf oder Rennen und Bewegung. Wenn das Vegetative im Stressmodus ist, wird ja die ganze Durchblutung von den Verdauungsorganen weniger durchblutet und die Muskeln für den Kampf, Flucht, die werden mehr durchblutet. Und wenn man im Sympathikus-Tonus ist, dann kann man auch nicht sich gut konzentrieren, weil das Blut ja dann nicht mehr optimal im Gehirn ist, sondern halt in den Muskeln, um zu fliehen zum Beispiel. Ja, und deswegen behandle ich die
Eltern auch, weil die Eltern, wenn in vielem Stressmodus sind, ist es auch problematisch. Das überträgt sich dann auf die Kinder und die Lehrer eben auch. Und ich habe ganz viele Kinflex-Kollegen, die Lehrer sind und so halt ja, einen Beitrag leisten. Auch, dass die Eltern Unterstützung bekommen. Wie sieht jetzt eine Kinflex-Sitzung aus? Also es gibt einen Kinflex-Fragebogen, den kannst du auch runterladen auf meiner Webseite gesundheitspraxis-klett.ch. Ich mache dann den Link noch unten in die Infobox. Und dort ist es so, dass wenn man mehr als 5 Fragen mit Ja beantwortet, dann ist es sinnvoll, dass man mal die rückenlichen Reflexe abfragt. Und das Abfragen, das läuft dann kinesiologisch ab. Das macht man über einen kinesiologischen Test. Und es ist ein passiver Test, also die Kinder oder Eltern, die liegen auf dem Rücken. Und man testet dann am Bein ein Ja oder Nein. Und man stellt mental die Frage und gibt es so ins Feld. Und ja, manche wundern sich, dass es funktioniert, aber es funktioniert. Ähm, Es ist eine geniale Methode, weil so kann man halt sehr schnell frühkindliche Reflexe abfragen. Und es ist nicht wie beim Arzt, der dann spezielle Tests mit den Babys macht, um zu schauen, wo das steht in der frühkindlichen Reflexentwicklung. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also wir testen an den Füßen. Also das Kind oder die Eltern liegen auf dem Rücken und wir testen dann an dem Bein. Und so fragen wir 19 verschiedene frühkindliche Reflexe ab. Zum Beispiel der Mo-Reflex, der Schreckreflex, dann der Bonding-Reflex, der gerade in der ersten, also direkt nach der Geburt durch viel Körperkontakt, bekommt der optimale Stimuli. Und viele fragen mich ja dann, wie kann es dann sein, dass der Stress hat, der Reflex? Also wir testen ja nur, ob der Reflex Stress hat. Und da fragen mich dann viele Eltern, so hat der Stress, habe ich irgendwas quasi damit zu tun, ist so die indirekte Botschaft. Und es ist jetzt nicht das Ziel jetzt von Kinflex herauszufinden, warum der Reflex im Stress ist. Es können auch mal Sachen sein, an die man gar nicht denkt, zum Beispiel, dass vielleicht bei der Geburt Stress im Raum war. Also vielleicht kam der Arzt zu spät oder der Arzt hat schon gesagt, wenn es nicht schneller geht, dann müssen wir Kaiserschnitt machen oder Sauglocke nutzen. Oder die Herztöne sind bei der Geburt vom Kind schwächer geworden und der Vater hatte halt Angst und dieses Angst ist dann auch schon im Feld. Und das kann schon in der Schwangerschaft schon Themen sein. Vielleicht ist man mal in der Schwangerschaft ausgerutscht und alle außenrum waren erschrocken, weil man ja auch nie weiß, hat das einen Impact auf die Schwangerschaft und so Sachen auch. Aber wie gesagt, das ist jetzt für die für Kinflex nicht von Relevanz. Also egal, was die Ursache war, wir können es mit Kinflex, den Reflex, in der Regel super harmonisieren. Gut, also dann gibt es noch Handreflexe, Rumpfreflexe, alles Mögliche. Ich will da jetzt nicht so ins Detail gehen, das ist jetzt auch nicht so relevant. Wem das genau interessiert, der darf gerne bei Eva und Manuela, denen möchte ich übrigens einen riesen Dank aussprechen für diese geniale Methode. Also es ist echt Magic, was man damit alles erreichen kann. Und da gibt es eine Webseite kinflex.de und da könnt ihr dann die Ausbildung machen. Ja, ich habe auch mal einen Vortrag gehalten über Kinflex. Da gehe ich auch näher dann auf so ein paar Reflexe ein in Dornach. Und ja, da werde ich dann auch mal auf YouTube das hochladen. Möchte das aber dann vorher noch bearbeiten, das Video. Genau, also wie läuft es dann weiter ab? Also jetzt habe ich quasi ausgetestet, welche Reflexe im Stress sind von 19 Reflexen. Und dann wird man direkt behandelt.
weil das Austesten, das geht ja vielleicht 2 Minuten oder so. Und dann, also im Idealfall behandelt man erst die Eltern, beide Eltern. Und wenn die behandelt sind, dann hat man halt schon mal eine Basis geschaffen, weil die Eltern sind ja die Basis für die Familie. Und das überträgt sich dann auch positiv aufs Kind, wenn die Eltern mehr am Lot sind. Und dann wird zum Beispiel jetzt die Mama behandelt und die Reflexe, also man beginnt dann mit einem Zentrierungsimpuls, wo man einfach nur so Punkte am Kopf hält. Und das ist so eine Einstimmung. Dann kommt noch ein Duftöl ans Handgelenk, auch eine Einstimmung auf Kinflex. Das wurde speziell entwickelt für Kinflex. Und dann werden die Reflexe wie die isometrischen Übungen harmonisiert. Das sind einfach leichte Anspannungsübungen, so zum Beispiel Widerstände an den Händen oder Beinen oder Armen und oder Rumpf oder Kopf, je nachdem, welchen Reflex man behandelt. Und dann gibt es Wahrnehmungsübungen. Dafür wird ein Bild benutzt, was verschiedene Augenwinkel, also hier, so einmal so reihum abdeckt. Und dann macht man gewisse Bewegungseinheiten, je nach Reflex, macht man dann mit ähm, Blick zu dem jeweiligen Symbol, um die verschiedenen Winkel abzudecken. Und das dann noch in Kombination mit Musik, also auch die isometrischen Übungen und die Musik, das ist Musik, was die beiden Gehirnhälften miteinander wieder harmonisiert, also die rechte und die linke. Bei den Bildern wird dann je nachdem gesummt oder gezählt und behandelt werden Kinder ab dem Alter, wo sie es selber umsetzen können. Wenn sie es nicht selbst umsetzen können, dann empfiehlt es sich, das Surrogat über einen Elternteil zu machen, Papa oder Mama. Aber am besten halt erst nachdem bei der Mama mal zumindest die ersten 3 Hauptreflexe harmonisiert wurden. Die Hauptreflexe, die jetzt so für die Basis am wichtigsten sind, das sind der Furchtlähmungsreflex, Orientierungsreflex und der Mo-Reflex. Und dann gibt es noch die visuelle, auditive und kinästhetische Koordination. Die hängt man dann auch noch dran. Da geht es darum, dass jetzt so Geräusche zum Beispiel keinen Stress mehr auslösen oder Berührung oder irgendwas, was man im Blickfeld wahrnimmt, dass das keinen Stress mehr macht. Genau, das sind so die wichtigsten Elemente von Kinflex. In der Regel dauert, also bei mir dauert jetzt eine Sitzung eine Stunde. Das ist von Therapeut zu Therapeut unterschiedlich. Aber bei mir ist es so, dass eine Sitzung eine Stunde dauert und dann macht man den Folgetermin ab. Das kann man dann besprechen. Entweder, wenn der Leidensdruck hoch ist, kann man einfach austesten, ob man es direkt nächste Woche machen kann. Wenn ich Leute habe, die von weit her anreisen, dann teste ich auch aus, ob man vielleicht alle Reflexe am gleichen Tag machen kann. Und ja, und erlebe diese Wunder auch bei anderen Kindern. Das Kind, was zum Beispiel diesen taktilen Stress hatte durch Kleider, hat heute dieses Thema nicht mehr und die Eltern haben diesen Stress nicht mehr. Es ist natürlich wichtig, dass du weißt, dass es keine Heilversprechen gibt, auch nicht bei Kinflex. Bei Kinflex wird einfach die Basis fürs Lernen geschaffen und das Kind hat dann bessere Voraussetzungen, um sich zu konzentrieren, Mathe, Schreiben und Rechnen umzusetzen. Und es ist nicht der alleinige Grund, warum Kinder manchmal Schwierigkeiten haben in der Schule. Es können, wie gesagt, auch Mikronährstoffprobleme sein, Ernährungsprobleme. Dann kann der Darm eine Riesenrolle spielen und auch Gifte. Und ich teste zum Beispiel auch die Schwermetalle aus.
und die Schwermetalle. Wenn im Vordergrund stehen, dann ist es auch wichtig, dass man die Schwermetalle ausleitet. Und deswegen ist es immer so ein ganzheitlicher Ansatz, den ich pflege. Wenn die Eltern Glück haben, kommen die Kinder schon mit Kinflex super in die Regulation und geben dann plötzlich Vollgas in der Schule. Und wenn es nicht so ist, dann muss man einfach noch weiter schauen. Und super wichtig ist hierbei der Trockenbluttest für die Omega-6:3-Balance-Testung. Und wichtig ist dabei, dass EPA und DHA und Alpha-Linolensäure einzeln aufgelistet werden. Und ja, da ist es wichtig, dass ihr dann Leute zur Hand habt, die das professionell machen. Bluttesting kann man selber alleine machen, einfach so pieksen mit dem Finger und dann die Blutstropfen auf 2 Testfelder machen. Und dann ist wichtig, dass ihr Supplements habt, die wirklich in der Zelle ankommen. Und über 90% der Supplements kommen nicht in der Zelle an. Deswegen ist auch der Test so wichtig, weil nach 4 Monaten Einnahme sollte man dann nochmal einen Test machen und schauen, passt die Dosierung und ist der Effekt des Produkts der, den man annimmt, sozusagen. Also kommt es in der Zelle an. Und Trockenbluttests haben den Vorteil, dass es wirklich ein Langzeittest ist, also alles, was man 3 bis 4 Monate vorher gegessen hat, wird dann in der Auswertung angezeigt. Und bei dem Test, mit dem ich arbeite, wird auch die Zellmembranendurchlässigkeit angezeigt. Das ist super wichtig, um zu wissen, wie viele Nährstoffe kommen aus der Nahrung rein in der Zelle oder auch was man jetzt einnimmt an Supplements, wie viel kommt an der Zelle an und wie viel Gifte, wie viel Prozent der Gifte gehen aus der Zelle raus. Dann noch der mentale Status, aber ich werde da noch ein eigenes Video drüber machen. Nochmal zu Kinflex. Bei mir dauert es so 2 bis 3 Sitzungen in der Regel, bis die Reflexe harmonisiert sind und jeweils eine Stunde. Und dann macht man nochmal einen Kontrolltermin. Beim Kontrolltermin hat man dann die Möglichkeit, dann noch mit der Venus nachzubehandeln und das wird dann der nächste Podcast sein. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute für dein Kind. Ich kenne den Schmerz, wenn das Kind Mühe hat in der Schule und ja, wenn du Menschen kennst, die da Herausforderungen haben und Kinflex eine Möglichkeit wäre für sie, in ihr Potenzial zu kommen, dann bitte leite das Video weiter und like das Video, weil das hilft mir, mehr Reichweite zu bekommen. Und vielen Dank, dass du bis zum Schluss den Podcast angehört hast. Danke.